Siberian Huskies besitzen eine enorm große Agilität und Ausdauer. Sie gelten als die schnellsten Schlittenhunde und sind dabei in der Lage, eine Last zu ziehen, die das 9-fache ihres eigenen Körpergewichts beträgt. Geschichte und Herkunft des Siberian Huskies. Einst waren seine Vorfahren unentbehrliche Begleiter der in Nordsibirien lebenden Nomadenstämme, der Inuit und der Tschuktschen. Die Kälte der polaren Umgebung führte zur Herausbildung von Rassemerkmalen, die optimal zu den herrschenden Anforderungen passten. So verfügt der Husky über ein sehr dichtes Fell und einen hervorragenden Orientierungssinn. Er war in erster Linie ein Nutztier, das den Nomaden in der eisigen Wildnis beim Überleben half. Darüber hinaus war er auch ein Familienmitglied, das mit den Nomaden lebte und Kindern als Spielkamerad diente. Bei der Züchtung wurden freundliche und folgsame Exemplare bevorzugt. Dies zeigt sich auch heute noch in der sehr menschenbezogenen Art dieser Hunderasse. Nachdem Anfang des 20. Jahrhunderts beim All-Alaska Sweepstakes Schlittenhunderennen einige Gespanne mit den eher zierlichen Huskies vordere Plätze belegten, wurde man auf die Qualitäten der anmutigen Hunde aufmerksam. 1910 gründete der norwegische Musher Leonard Seppala die planmäßige Zucht. Erscheinungsbild des Siberian Huskies. Laut Rassestandards sollte die Widerristhöhe eines Rüden zwischen 53 und 60 cm betragen. Hündinnen dürfen mit 50 bis 56 cm etwas kleiner sein. Das Körpergewicht ist je nach Geschlecht mit 15 bis 28 Kilogramm festgelegt. Siberian Huskies werden 12 bis 15 Jahre alt. Man bevorzugt einen harmonisch proportionierten Körper, der nicht zu massiv wirken sollte. Das Fell besteht aus mittellangem Deckhaar und einer meist weißen Unterwolle. Das Deckhaar kann viele Farbvariationen, von weiß über rötliche Töne bis zu grau oder schwarz, besitzen. Bauch- und Brusthaare sind in der Regel rein weiß. Die mittelgroßen dreieckigen Ohren stehen aufrecht und die Sichelrute ist dicht behaart. Ein Husky ist perfekt an die polare Umgebung angepasst. Seine Pfoten sind eher klein, um wenig Wärme zu verlieren. Die Färbung der Nase ist bei Hunden mit grauem und schwarzem Fell schwarz und bei roten Huskies leberfarben. Die Augen der faszinierenden Hunde sind entweder blau oder braun. Es gibt aber auch Hunde mit einem braunen und einem blauen Auge. Man nennt sie auch odd-eyed. Selbst gemischtfarbige Augen tauchen bei dieser Rasse auf. Wesen und Charakter des Siberian Huskies. Spätestens beim Blick in die intensiv leuchtenden blauen Augen dieser Hunde wird man von ihrem Charisma ergriffen sein. Das frühere Leben des Huskies im Rudel- und Familienverbund sowie entsprechende Züchtungen haben zu einer bei artgerechter Haltung fast aggressionslosen Hunderasse geführt. Der Husky ist stets ein wesensstarker und freundlicher Begleiter. Er möchte gern gefordert und gefördert werden, mit Kindern und Erwachsenen toben und zeigen, was in ihm steckt. Ein Wachhund will er jedoch nicht werden. Bei als ungerecht empfundener Behandlung kann er auch sehr beleidigt reagieren. Sein Besitzer sollte sich behutsam mit den Eigenheiten dieser Rasse vertraut machen. Dann steht einer wunderbaren Freundschaft nichts im Wege. Der Husky ist ein Rudelhund mit hochentwickeltem Sozialverhalten. Daher ist eine Haltung mit mehreren Exemplaren unbedingt zu empfehlen. Eine Ausnahme mit Einzelhaltung kann gemacht werden, wenn Herrchen oder Frauchen wirklich mehr oder weniger 24 Stunden mit dem Hund zusammen sind und somit ständiger Teil des Rudels werden. Ist dies nicht der Fall, werden die Hunde schnell unglücklich und fangen mitunter an, die komplette Wohnungseinrichtung zu zerlegen. Auslauf und Pflege des Siberian Huskies. An Einsatzfreude und Ausdauer ist er kaum zu überbieten. Wenn er sich den Tag über zum Beispiel bei einem Schlittenhunderennen verausgabt hat, freut er sich aber auch auf ein gemütliches abendliches Entspannen auf dem heimischen Sofa. Für Hundesport wie Agility ist er gut geeignet.
Sein Rudelführer sollte also unbedingt sportliche Ambitionen besitzen. Gerne begleitet ihn der Husky auch auf ausgedehnteren Radtouren oder beim Joggen. Das dichte Fell braucht Pflege und kann insbesondere bei der Haltung in einer Wohnung das ganze Jahr über haaren. Wird der Hund bei Schlittenhunderennen eingesetzt, achtet man am besten auf ein kohlehydratreiches Hundefutter.